Zur Arbeit brauche ich keine 10 Minuten. Tür zu, Tür auf, keine 10 Minuten. Das, was Hahn Kunststoffe macht, war für mich der Antrieb, hierher zu kommen. Bei uns werden täglich mehrere LKWs Verpackungsmüll, die Verpackungen aus dem gelben Sack angeliefert. Und aus diesen Verpackungen machen wir Pellets. Dann kommt bei uns der zweite Teil der Firma, das zweite Unternehmen quasi, wo wir aus diesen Kunststoffpellets Endprodukte machen. L-Steine, Balken, Bretter. Und was wir dann damit machen, ist, wir haben eine Großschreinerei. Da bauen wir Bänke, Blumenkübel, Tische, all diese Dinge. Ich glaube, dass die Produkte, die wir herstellen, genau in die Zeit passen und eine Lösung sind für unser Kunststoff-Plastikmüllproblem. Die Aufgabe bei Hahn Kunststoff ist etwas, wo man später als Großvater sagen kann zu seinen Enkelkindern, guck mal, das habe ich mitgemacht und da war ich verantwortlich. Umweltminister Klaus Töpfer hat sich ja sehr stark dafür eingesetzt, das war in den 90er Jahren, sehr stark dafür eingesetzt, dass wir in Deutschland mehr über Kreislaufwirtschaft nachdenken. Und dann wurde ein duales System gegründet und das duale System hat dafür gesorgt, das kennen Sie wahrscheinlich auch, dass der grüne Punkt ist so eine Marke gewesen, die man damals nach außen getragen hat, die man auf einmal auf jeder Milchtüte und so gesehen hat. Oder auch auf einer Apfel, also auf vielen Verpackungen hat man diesen grünen Punkt gesehen. Das ist das duale System. Das war damals ein Monopol. Und dieses duale System hat Unternehmen, die sich mit Recycling beschäftigen wollen, circa 1000 Mark pro Tonne gegeben, wenn sie dieses Material nehmen und verarbeiten und daraus ein Endprodukt machen. Und dadurch ist eine Goldgräberstimmung entstanden, wo viele kleine Unternehmen, aber auch größere entstanden sind, die sich dann mit Recycling beschäftigt haben. Und unser Gründer, der Ulrich Cousin, der ist 1993, 2 Jahre nach Gründung des Systems, dann mit eingestiegen in diese Goldgräber-Mentalität. Und was uns unterschieden hat zu der damaligen Zeit von vielen anderen ist, dass wir von Anfang an gesagt haben, wir dürfen uns nicht darauf konzentrieren, nur am Leben zu bleiben, weil wir diese Zuzahlung bekommen von 1000 Mark. Sondern das müssen wir als obendrauf Wert mit annehmen, also als zusätzliche Marge quasi. Aber wir müssen die Produkte so gut herstellen, dass der Kunde bereit ist, dafür Geld zu bezahlen und wir eine echte Marge aus dem Produktverkauf erzielen. 25 Jahre alt. Wir haben uns ganz hervorragend entwickelt. Ich hatte vorhin so ein bisschen über die anfänglichen Schwierigkeiten gesprochen. In den letzten 5, 6, 7 Jahren wachsen wir kontinuierlich zweistellig, oft mit 20% und sind sehr, sehr aktiv hier auf dem Hahn, aber auch international unsere Infrastruktur auszubauen, das heißt neue Produktionshallen zu bauen, neue Produktionsmittel in Betrieb zu nehmen, neue Mitarbeiter einzustellen. Wir investieren in Größenordnung zwischen 7 und 10 Millionen jedes Jahr, schon seit mehreren Jahren jetzt. Und ja, das kommt alles der Umwelt und den Menschen zugute, uns natürlich auch, weil unsere Marktanteile kontinuierlich steigen, weil wir dieses ganz besondere Geschäftsmodell haben. Wir sagen ganz klar, wir sind kein Unternehmen, was nur dafür da ist, die Welt zu retten. Wir sind kein NGO oder so. Wir sind da, um Umsätze zu machen, um Produkte in den Markt zu verkaufen, um unseren Kunden gute Produktlösungen zu bieten. Aber was natürlich charmant ist und was uns alle freut hier im Unternehmen, ist, dass wir eben doch was Positives für die Gesellschaft und für die Umwelt tun, weil
Wenn man unsere Produkte nicht kaufen würde, würde man diese Produkte aus einem Aluminium, aus einem Stahl, man würde sie aus Beton kaufen oder eben aus Holz. Und oftmals eben nicht aus dem Holz, was im Übermaße da ist, sondern aus dem Holz, was sehr lange halten muss, weil es in Außenanwendungen da ist. Und dann ist es eben auch nicht mehr unbedingt gut, diese Wälder, diese Hölzer abzuholzen. Ja, da sind wir stolz drauf, was wir da machen. Ich sage immer, wir gehören mit zu den Guten in dieser Welt und sind natürlich kein Greenpeace, aber sind gut unterwegs und nachhaltig und das ist uns wichtig. Einen haben wir weltweit Tochterfirmen, mit denen wir unterwegs sind. Die gehören zur Firmengruppe. Wir haben natürlich internationale Kunden, mit denen wir gemeinsam Projekte machen. Und das ist dann ein ganz normaler Projektakquiseprozess. Und wir arbeiten mit Handelsunternehmen zusammen, die im Ausland für uns unsere Produkte in deren Märkten verkaufen. Der einzige Markt, der von uns noch nicht wirklich, man kann ruhig sagen, ordentlich bedient wird, ist der asiatische Markt. Aber wir von Kanada bis Australien sind wir überall unterwegs.